Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben heute direkt den nächsten Tag, den Folgetag quasi von dem Video, wo wir uns gestern in der Ehrenhalle hochgepusht haben auf Platz 1 um 18 Uhr pünktlich, damit wir in die IHOF reinkommen können. Und ja, mittlerweile bin ich schon wieder ein paar Ränge gesunken. Das ist auch ganz normal, weil ich auf dem Server einfach noch nicht auf Platz 1 gehöre von den Stats her. Deswegen ja, pendelt sich das früher oder später dann irgendwann so ein. Aber hat unser Plan dann nun gestern funktioniert? Ja, hat es gereicht, dass wir um 18 Uhr pünktlich auf Platz 1 gewesen sind, damit wir nächsten Tag um 0 Uhr dann direkt in der IHOF landen. Und tatsächlich, ja, es hat funktioniert. Wir sind in der internationalen Ehrenhalle vertreten und können jetzt heute ja, gegen andere kämpfen, beziehungsweise andere haben die Chance gegen mich zu kämpfen. Wir sind hier in den Top 10 ja, in der IHOF und haben es ja, irgendwie dann doch geschafft, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um das hier wirklich so heraufzubeschwören, sag ich mal. Und ja, ich glaube, ich bin natürlich jetzt nicht der Vorzeigespieler für F9 an der Stelle. Da gibt es wahrscheinlich Spieler, die sich ein bisschen konstanter hier in der Ehrenhalle oben halten. Ich denke mal, ich werde mal verloren haben heute. Aber wir gucken uns mal den Kampf an. Ich bin sehr gespannt und froh, dass wir das tatsächlich so geschafft haben. Deswegen schauen wir mal. Let's go. Wir kämpfen gegen Markov, ja, der uns wirklich hier sehr, sehr gut einen reingegeben hat. Es war ja klar, dass wir nicht gewinnen. Er startet aber auch schon direkt mit einem heftigen Crit-Treffer. Und wir haben leider gar keinen Crit rausgehauen, was natürlich sehr schade ist, weil hätten wir mit unserer Waffenspanne jetzt hier einen deftigen Crit gehabt, dann könnte man wirklich schon, ja, hätten wir ihn auch, glaube ich, gut besiegen können, weil er hat nicht viel Ausdauer, er hat nicht viel Leben, aber er hat halt extrem viel Schaden. So, ne? Er ist eine Glass Cannon und ja, er hat jetzt auch nicht die heftigste Waffenspanne, sag ich mal. Ist natürlich statpunkt-technisch trotzdem noch irgendwo vor uns. Wir können auch uns direkt hier in der Ehrenhalle vergleichen, tatsächlich, ja. Er ist halt deutlich weiter vor uns, was die Intelligenz angeht, so, ne. Allerdings von der Ausdauer sind wir leicht höher, ne. Am Ende des Tages ist halt der Markov jetzt nun mal besser als ich, aber ja, mit ein bisschen Glück wäre das Ganze auch in eine komplett andere Richtung gegangen. Schade, dass wir nicht gekrittet haben. Ja, sonst wäre das vielleicht noch anders ausgegangen. Ja, mal gucken, wir schauen uns die Fights hier drumherum nochmal an. Ja, die kämpfen hier jeweils gegen andere. Ne? Aber das war jetzt hier quasi unser Fight in der Ehrenhalle. Schade, dass wir keinen Crit-Treffer gesehen haben. Aber wir waren zumindest hier drinne in der IHOF. Heute lassen wir dann den anderen Leuten wieder so mal den Fortschritt hier, den Vorschritt, sag ich mal, in der IHOF. Ich denke mal, die Kollegen hier über mir, die können das deutlich besser machen. Der BMW, der steht zum Beispiel immer komischerweise auf Platz 1, obwohl ich gedacht hätte, dass Umbums von den Werten her eigentlich nochmal weiter vorne ist. Ja, wir haben hier tatsächlich, also so extrem heftig ist der BMW jetzt hier auch nicht unterwegs. Er hat ein bisschen mehr im Hauptattribut als ich, ja, so 60k mehr an Total Stats, aber wir haben extrem viel mehr in Ausdauer nochmal als er. Und deswegen, ja, 572 zu 339. Wenn man jetzt mal hier das mit Umbums vergleicht, dann haben wir hier halt doppelte 481er Statpunkte und ja, ist halt jetzt in der Summe, würde ich mal so schätzen, deutlich stärker. Ne? 229 hier an Basisstats doppelt, ne? Hier haben wir halt nur 150, ne? Ein bisschen mehr halt eben auch in Geschick. Ja, Uran ist ja auch nicht schlecht dabei, ne? Der hat ja hier letztes Jahr wirklich einen abgerissen, was so die Statpunkte anbelangt, ne? Man weiß natürlich jetzt nicht, wie viel die Spieler jetzt auch aus dem Folgejahr da mit rübergenommen haben in das nächste Jahr, weil Uran war ja der Spieler gewesen, der wirklich mit Abstand am meisten Statpunkte gemacht hatte.
Und ich glaube, dein Nachbar hatte mir dann unter das Video dann noch geschrieben gehabt, dass es gut sein kann, dass Uran sich auch viele Statpunkte aus dem Folgejahr, also 23, mit ins Jahr 24 genommen hat und die dann einfach angespart hat und dann alle in diesem Jahr dann verskillt hat und halt eben dadurch so eine gute Jahresperformance hinlegen konnte, ne? Also da kann man jetzt auch nicht allzu sehr viel drauf geben, eventuell, weil ich hatte mich dann auch schon mitunter gefragt, okay, krass, wie können die so viele Statpunkte innerhalb von einem Jahr machen? Aber wenn sich natürlich da ein bisschen ein gewisser Betrag angespart wird an Statpunkten, ja, dann ist das natürlich auch weitestgehend kein Problem, ja, sehr viele Skillpunkte in einem Jahr dann zu machen, ne, wenn man sich die halt eben über das Jahr anspart und mit ins nächste Jahr dann reinnimmt. So, ne? Deswegen, ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie viel Uran dieses Jahr dann machen wird. Ob die Performance nochmal so stark sein wird, werden wir sehen. Kommt drauf an, ob er wieder Gold gelagert hat oder so, aber dieses Jahr war ja schon extrem heftig, was da an Statpunkte dazugekommen ist. Ne? Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, was wir dieses Jahr so bewerkstelligen können. Ne? Ich glaube, ich werde mich jetzt nicht regelmäßig hier auf die ersten Plätze hochgrinden. Macht für mich halt jetzt einfach jetzt so nicht wirklich Sinn. Okay, krass. Ja, da haben wir ihn nochmal. Weil wir haben jetzt nicht wirklich einen Mehrwert dadurch, dass wir auf Platz 1 stehen. Und wie gesagt, ich glaube, an meiner Stelle wäre es besser, wenn dort andere irgendwie Platz nehmen, anstatt ich jetzt als Beispiel. Ich meine, klar, schade. Ich könnte natürlich schon richtig gut reinlacken. Ich glaube, ich bin der Spieler, der hier, nee, doch nicht ganz, der hier mit die höchste Spanne hat auf, ja, auf der Waffe. Aber Uran ist hier nochmal heftiger mit 6127. Der hat nochmal eine etwas höhere Spanne. Ich habe hier ja ein bisschen über 6K. Bin hier relativ fast am Cap, würde ich mal sagen. Also zu meinem Zeitpunkt, als ich die Waffe gefunden hatte, waren halt, glaube ich, so 6250 bis 300 rechts raus der maximale Schaden. Ne? Also ja, 200-300 Damage hätte ich noch mehr haben können auf der Waffe, also an Schaden so, was ich rechts raus kriegen kann, aber umso mehr random wird das Ganze dann halt eben und das wollte ich ja eigentlich so gut es geht vermeiden, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zu einer gewissen Spanne hätte ich das gerne mitgemacht, so bis zu 5000, 5500 wäre ganz nice gewesen. 6000 ist mir halt, wie gesagt, persönlich ein bisschen zu hoch. Da sind wir manchmal zu volatil hier in der Ehrenhalle, aber wir sind ja als Magier sowieso schon, sag ich mal, relativ glücksabhängig, je nachdem, ob wir halt eben kritten oder nicht. Deswegen, ja, ist es mal auch ganz nett zu sehen, so wie bei den Dungeon Tries zum Beispiel irgendwie letztens, als wir da den richtig schöne Crit-Treffer ja, gemacht haben und ja, so eine hohen Crit-Treffer sind natürlich auch einfach mal schön zu sehen und das siehst du natürlich dann halt eben auch gerade dann, wenn du eine schöne hohe Spanne auf der Waffe hast und dann als Magier da reinkrittest, das macht dann schon mal deutlich mehr Spaß dann. Deswegen ist das jetzt vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Also ich bin alles andere als unzufrieden mit meiner Waffe, muss ich mal so sagen. Also besser so als andersrum auf jeden Fall, aber ja, es kann halt hier und da trotzdem nochmal dazu führen, dass wir gegen Gegner verlieren, die jetzt vielleicht nicht ganz so stark sind, beziehungsweise die uns eigentlich nicht besiegen sollten, wenn wir halt eben ja, mit einer Schadensspanne treffen, die ja, mit am lowsten ist, sag ich mal, und dann halt eben unterdurchschnittlich performen, aber das ist halt eben das, was man in Kauf nehmen muss. Ne? Im Vergleich zu meiner letzten Waffe, die ich gehabt habe, ist die Waffe halt eben deutlich besser, weil wir haben denselben Schaden links raus, fast identisch, haben dafür aber 1000 Schaden mehr rechts raus. Ich glaube, das war bei mir letztes Mal bei 2300 noch was oder 2,4 am Anfang bis zu 5000 irgendwie rechts raus und jetzt haben wir halt 6000. Ich glaube, so war das so ungefähr. Also gleiche Spanne bei höherem Durchschnittsschaden, ne? Oder beziehungsweise ja, höhere Spanne bei gleichen Durchschnittsschaden. Irgendwie so. Ne? Also deswegen ist das nicht verkehrt. Ja, Freunde, das auf jeden Fall dazu. Wart ihr schon mal in der eHof drin? Also da haben ja nicht viele die Chance zu, sag ich mal, immer halt die auf Platz 1 stehen um 18 Uhr auf ihrem Server an dem jeweiligen Tag. Aber ja, wenn ich es
möchte, das raufbeschwören möchte, dann kann ich schon mal mich hier in die Eof wagen, aber es bringt mir halt wirklich nicht sehr viel. Gegen Viper hätte ich sehr gerne mal gekämpft, muss ich sagen. Gegen Viper, gegen Nachteule so. Ja, das wäre mal interessant gewesen. Oder mal auch so ein Kampf gegen Strider wäre halt auch cool. Ne? Einfach nur mal, dass man mal sagen kann, ey, wir haben mal so gegen die Leute gekämpft. Das wäre mal ganz geil. Aber ja, das ist halt eben, wie gesagt, ja, was willst du da erwarten? Das sind die besten Spieler der Welt, ne? Da kannst du, oder die stärksten Spieler, da kannst du momentan halt ja, noch nicht viel reißen, ne? Jo, aber das soll es erstmal soweit für das Video heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.